Auf dem ersten Blick sieht es aus wie ein verlassener Campingplatz mitten im Wald. Doch je weiter man geht, desto deutlicher wird, hier haben fast alle Camper ihren kompletten Besitz einfach stehen gelassen. Ausgebaute Bauwagen, mühsam errichtete Vorzelte, zurückgelassene Möbel, alles wirkt, als hätte man den Platz von einer Sekunde auf die andere aufgegeben. Es ist einfach alles noch komplett eingerichtet. Fenster eingeschlagen, Schränke durchwühlt. Überall sind mittlerweile Plünderer unterwegs und nehmen mit, was den Menschen mal wichtig war. Der Betrieb wurde im Sommer 2025 endgültig eingestellt und seitdem wird das Gelände der Natur überlassen. Was war der wahre Grund für das plötzliche Aus und warum ist das alles hier geblieben? Begleite uns jetzt bei dieser Erkundung. Also wir sind jetzt wirklich komplett mitten im Wald, also wirklich weit und breit nur Wald, wo wir gerade hier hingefahren sind. Und dann ist hier einfach dieser Campingplatz. Komplett verlassen. Es sieht aus, als ob hier irgendwie ein Sturm gewütet hätte. Ja. Es ist echt, es ist total krass eigentlich, wirklich. Das sieht wirklich so aus, als wenn hier irgendwie ein Hurricane oder ein Tornado, wie man halt so sagt, ne, hier durchgepfeffert ist und einfach alles hier zerstört hat. Das ist der Oberwahnsinn. Vor allem ist das Ganze frei zugänglich. Es laufen hier auch Fußgänger rum. Und eigentlich ist es auch ein Sicherheitsrisiko, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja, ja. Da steht sogar noch ein Bett drin. Guck mal, siehst du das? Hier? Jo. Das ist noch komplett gemacht, das Bett. Als hätte da gestern noch jemand drin geschlafen. Natürlich übertrieben gesagt jetzt. Ja. Aber vor Jahren, Jahrzehnten mal jemand noch drin geschlafen und ist morgen dann einfach oder am nächsten Tag halt einfach nicht mehr wieder Sieht gekommen. aus wie so ein Gästebett, ne? Wie so ein Klappbett, Ja, so ein ist das Klappbett, offenbar. Ne? Aber hier sieht man halt auch Liebe zum Detail. Hier richtige Fenster eingebaut natürlich. Ne? Hier sogar noch so Rollo-Dinger. Da noch Lampen, alles. Also richtig schön gemacht. Das sind so Partylampen da hinten. Siehst du das? Ja. Alles richtig schön. Und man sieht auf den ersten Blick, da ist noch ein Zeitschrift oder Bedienungsanleitung, Spiele. Sachen sieht man dann noch von Mensch, ärger dich nicht und alles. Offensichtlich, was Anja schon gesagt hat, dieser Effekt, ach, ich hole meine Sachen irgendwann mal ab. Aber dieses irgendwann mal scheint offenbar nicht mehr zu passieren. Hier sieht man noch einen Teil von dem Gartenzaun, der hier stand. Da hat man auch ein gutes Gefühl dafür, wie groß hier so eine Parzelle vermutlich war. Wenn man schaut hier Bis und dann dahin. dieses ganze Grundstück. Bis da hinten, ne? Guck mal, hier ging auch ein Zaun. Oh ja, stimmt, da ganz hinten. Dabei, hier ist der Weg, das war ja separat abgetrennt dann im Prinzip, ne? Ja. Und dann hat es hier deine richtig große Parzelle eigentlich. Richtig große Parzelle, ja. Da ist direkt ein Bett hier vorne, glaube ich. Ach, ich musste echt richtig aufpassen. Ja, ey, das ist noch komplett eingerichtet, Sabine. Leute, macht das auf jeden Fall nicht nach. Wenn ihr diesen Campingplatz kennt oder andere Campingplätze, schaut euch das gerne von außen an, aber geht kein Risiko ein. Das ist echt schon, naja, gefährlich, ne? So, jetzt versuche ich mal. Ich stehe hier auf so einem dummen Brett, irgendwie hier reinzukommen. Ja gut, das war jetzt doch nicht so schwer wie gedacht. Schaut mal hier. Steht man direkt im Schlafzimmer. Was direkt auffällt, ist die Deckenhöhe. Schaut mal, ich kann direkt hier ohne Probleme, ich brauche nicht mal auf Zehenspitzen gehen, an die Wand fassen, an die Decke fassen. Klein, minimalistisch, aber vollkommen ausreichend. Hier geht's noch weiter. Schaut mal, ich habe jetzt meine Taschenlampe leider im Rucksack, aber ich denke, man kann es einigermaßen erkennen. Hier ist das Badezimmer gewesen, oder zumindest ein Waschbecken. Und hier nochmal so ein kleiner Raum. Da steht eine Campingtoilette. Schaut euch das mal an. Heißt, die hatten gar keine feste Toilette, sondern einfach nur so eine Campingtoilette. Das ist ja auch interessant. Okay, schauen wir mal weiter. Hier war dann die Küche. Auch super, super klein, ne? Aber naja, ich sag mal ausreichend, ne? Hier ist das Wohnzimmer. Hier steht noch so eine Vitrine. Da hinten sogar noch ein Fernseher. Hier eine kleine Couch. Und ich denke mal, an diesem Sessel kann man ganz gut erkennen, aus welchem Jahr das hier so alles stammt, ne? Ich schätze mal so 90er.
So sieht es für mich auf jeden Fall aus. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so meint. Aber ja, Heizung war auf jeden Fall auch da. Heißt, man konnte auch im Winter hier hinkommen und hier wurde schön Musik gehört. Die längste Nacht der Welt. Das sieht doch alles so nach Schlager aus, oder? Vor allen Dingen muss man ja auch mal überlegen, dass solche Campingplätze für Dauercamper echt günstig sind. Ne? Ich weiß nicht, was man genau da jährlich bezahlt, aber auf jeden Fall nicht wirklich viel. Was bezahlt man aber für so einen Stellplatz im Jahr? 1.000 Euro oder was? Ich habe damals 1.200, 1.500 haben wir bezahlt. 1.200, 1.500. Es kommt natürlich auf die Größe drauf an. Es kommt natürlich darauf an, wo der Campingplatz liegt und sowas alles. Ne? Aber wenn man das mal auf einen Monat umrechnet, 1.000 Euro, 2.000 Euro, keine Ahnung. Ne? Mittlerweile steigen ja die Preise. Ist das echt nichts im Gegensatz zu einer richtigen Wohnung. Ne? Oha. Hey, gleich stürzt das ganze Ding hier ein. Da ist irgendwas drin. Du bist ja schon komplett dreckig jetzt mit der Aktion übrigens, ey. Boah. Wie war das, diesen Grünspan jetzt dran hängen? Und, was war's? Weiß ich nicht. Spinne? Vielleicht nur die Kordel oder so. Das hat sich angefühlt, als ob da so ein Tier drin wäre. Ah ja, okay. Für unsere Videos sind wir extrem viel unterwegs und da wir uns vor kurzem ein neues Haus gekauft haben, ist für uns natürlich das Thema Sicherheit ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und damit wir auch ein gutes Sicherheitsgefühl haben, wenn wir gerade mal nicht zu Hause sind, unterstützt uns Reolink aktuell in puncto Sicherheitstechnik. Für die Überwachung unserer Garage hat uns Reolink die Elite Floodlight zur Verfügung gestellt. Mit der Elite Floodlight haben wir wirklich die optimale Sicherheitskamera direkt vor unserer Garage. Mit einem 180 Grad Sichtfeld haben wir wirklich alles drauf, was vor unserer Garage passiert. Zusätzlich filmt die Kamera in 4K. Richtig geile Qualität mit 8 Megapixel. Das heißt, man kann wirklich sehr gut erkennen, was da gerade auf der Kamera los ist und muss nicht irgendwie Rätsel raten oder irgendwelche dicken, fetten Pixel sehen. Und im Endeffekt passiert nachher etwas. Man hat zwar eine Aufnahme, aber kann nichts sehen. Das passiert mit der Elite Floodlight auf jeden Fall nicht. Die Elite Floodlight verfügt zusätzlich über eine intelligente Erkennung, sei es Personen, sei es Tiere oder Fahrzeuge. Man sieht ganz genau, was passiert gerade vor der Tür und man kann einstellen, worüber man gerade benachrichtigt werden möchte. So kann man wirklich alles einstellen, wenn man wirklich jede Bewegung sehen möchte und sei es einfach nur eine Katze, die übers Grundstück läuft. Man bekommt direkt eine Benachrichtigung auf seinem Handy. Ein absolutes Highlight bei der Kamera ist auch die Tatsache, dass gleich 2 Flutlichter verbaut sind. Gerade wenn es dunkel ist und dann geht plötzlich bumm das Flutlicht an, schreckt das natürlich schon die meisten Leute ab, weiter auf dem Grundstück sich zu bewegen. Bis zu 3000 Lumen Leuchtkraft haben die Scheinwerfer. Und das ist wirklich absolut hell. Ihr könnt die Kamera wirklich komplett individuell einstellen und das Ganze wird mit smarter KI gesteuert. Die Installation der Kamera war wirklich super einfach. Es hat bei uns vielleicht maximal 30 Minuten gedauert und dann hing die Kamera schon und war mit dem Handy verbunden. Wirklich sehr, sehr einfach. All das, was man für die Installation der Kamera benötigt, ist bereits schon im Lieferumfang enthalten. Neben der Bedienungsanleitung findet ihr auch Aufkleber für eure Nachbarn, damit ihr direkt signalisieren könnt: Achtung, hier findet eine Videoaufzeichnung statt. In puncto Videoaufzeichnung habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten, wie und wo ihr eure Daten speichert. Zum einen könnt ihr natürlich eine SD-Karte in die Kamera reinstecken, um die ganzen Aufnahmen so zu speichern. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, in der Reolink Cloud die Videoaufzeichnung zu speichern. Alternativ könnt ihr aber auch die Homebase von Reolink nutzen. So speichert ihr eure Videoaufzeichnung lokal bei euch zu Hause. Die Elite Floodlight funktioniert über WLAN und ist leicht über die Reolink App zu steuern. Und wenn auch du zu Hause dich etwas sicherer fühlen möchtest mit einer Überwachungskamera, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findest du den Link zur Elite Floodlight. Reolink bietet aber noch viele weitere Überwachungskameras an. Schau dir gerne mal das gesamte Sortiment an und nutze auf jeden Fall unseren Rabattcode für deine Bestellung. Hier ist so ein Schuppen und auch hier in diesem Schuppen, wie man sieht, alles noch da, ne? Parkettlack, Treppenlack. Hier noch zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten wie Obstschorf
für die Pflanzen offenbar hier alles Mögliche noch drin. Hier Falisan, Beize. Ja, das geht echt noch Das gut, ne? Trampolin funktioniert noch. Hier, schaut mal, ist alles so ein bisschen erhöht gebaut worden, was ich gerade drüben auch schon vermutet hatte. Bestätigt sich hier auch. Auch so Stelzen, Auch ne? so Stelzen, ja. Und hier unten, dementsprechend haben sie dann das Ganze so noch so als Lagerfläche offenbar genutzt. Da hinten noch so ein Ding zum Alkohol machen. Hier die ganzen Leitungen. Ach, guck mal, hier kannst du auch direkt reingehen. Hättest du gar nicht diese Kletteraktion machen müssen. Da hätte ich doch nicht das da hinten gesehen. Das war doch geil. Aber schau dir bitte mal an, wie groß das ist. Das ist Muss mal ein groß. paar Schritte zurückgehen, Ja. dass wir das besser sehen können. Warte, ich gehe auch mal aus dem Weg. Schaut euch mal an. Das ist eine richtig große Holzhütte. Also Ja, vor auf allen Dingen, Stelzen. gerade hatte ich echt Probleme. Also was ist das Problem jetzt nicht? Aber ich war schon sehr nah an der Decke. Ich glaube, das hier hat man das Problem nicht. Schau mal, wo du gerade stehst. Die haben sich ja auch noch so einen schönen, Das ist so eine Laube, ne? ja, so eine Laube Hey, gebaut. guck mal. Ich habe was gefunden für Jeka. Jo. Der hat doch sein neues Hobby wieder entdeckt. Ja, Da wird er bestimmt Spaß mit haben, oder? das, ja, auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Komm. Pack mal hinten rein. Leg's lieber wieder hin und glauben das manche Leute echt noch. Aber schau mal, die haben sich gemütlich gemacht hier mit einer Couch. Die hatten hier noch so einen CD-Player mit Radio und allem Pipapo. Ja, es war Passend dazu die Boxen. wie so eine Laube damals so. Ja, ja. Und wie man sieht, alles da. Hier ist der Rasenmäher noch. Da ist noch der Kantenschneider. Alles noch da. Kannst du dir richtig vorstellen, wie die hier früher Aber es war- gesessen haben? Ja, aber ich stelle mir das richtig geil vor, ne? Wirklich. Super Also gemütlich. richtig schön, ja. Ja, super gemütlich. Ich würde sagen, wir gehen mal jetzt mal da rein und schauen uns da mal um. Schön. Ja, also im Gegensatz zu dem anderen gerade ist das echt geräumig, muss ich ehrlich sagen. Sehr groß. Ja, sehr, Schön sehr groß. ausgebaut alles. Sehr, sehr Ja. schön. Wir stehen direkt in der Küche drin. Hier das kleine Badezimmer. Offenbar. Hier mit Toilette. Waschbecken. Also man könnte jetzt nicht wirklich sagen, dass man auf dem Campingplatz ist, oder? Was meint ihr? Schaut euch das mal an, wie es aussieht. So, jetzt mit Licht ist es ein bisschen besser zu gucken hier. Da ist nämlich richtig, richtig Da ist dunkel. richtig dunkel, aber hier Esszimmer ist schön hell. Ja, Auch sehr gemütlich, ne? Sehr, Aber auch sehr noch schön. mal eine Küchenzeile. ja. Also der Rest- Hier wird der Backofen gewesen Der sein. Rest der Küchenzeile. Ja, hier werden die gekocht haben und da hinten war wahrscheinlich die Spüle gewesen. Vielleicht wegen den Wasseranschlüssen, die da ja hinten waren, wegen dem Badezimmer. Kann das sein, könnte ja. sein, ne? Ja. Dass es dementsprechend ein bisschen getrennt war. Hier noch eine richtig schöne, urige Sitzecke. Aber das, was wir schon gesagt haben, gerade am Anfang, das spiegelt sich hier komplett weiter. Schaut euch das an. Es ist wirklich noch alles da, ne? Die haben wirklich alles zurückgelassen. Hier ist sogar noch die, die Margarine. Man sieht's, ne, wie es aussieht mittlerweile. Soll ich mal gucken? Oh, ist das eklig. Das ist richtig, richtig eklig, ja. Aber hier steht ein Datum doch drauf. Und wann ist das? 24. Guck mal hier das Brettchen mit dem Messer. Offenbar die Elektrogeräte, die haben sie mitgenommen. Oder vielleicht konnte jemand anders das noch gebrauchen, hat es dann entwendet. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Hier Töpfe und alles ist auch weg. Aber all diesen ganzen kleinen Scheiß, sag Da ich mal. oben ist aber noch Geschirr drin. Ja, den ganzen kleinen Scheiß, den haben sie alles da gelassen. Schaut euch mal an, die ganze Deko, es ist alles noch da. Die Lampe, also es ist wirklich alles komplett zurückgelassen worden. Ach, das ergibt auch jetzt so Sinn. Wir hatten ja vorhin schon dieses Welldach gesehen. Und das war offenbar die Konstruktion, was dann als oben drüber war. Und dann haben die einfach hier mit Balken das so zusammengeschustert mit Isolierung und allem, ne? Und dann noch mal eine Vertäfelung drunter. Ja, genau. So, eigentlich müsste jetzt hier das Wohnzimmer kommen, ja? Sieht auch nach Wohnzimmer aus. Oh, hier ist richtig dunkel, ne? Hier ist richtig dunkel, ja. Weil hier, ja, im Prinzip, wenn man das Fenster mal putzen würde, könnte eventuell noch ein bisschen Licht von da reinkommen, aber ansonsten, Auch hier sieht man, ne, es ist alles noch komplett da. Jetzt kommt hier gerade eine Familie mit Kindern. Ja. Die es auch angucken. Aber schaut hier, die Wolldecke, es die liegt hier sammeln da alles noch. irgendwelche Sachen ein. Ja, sammeln die? Die sammeln da irgendwelche Sachen ein, ne? Was man auch so gebrauchen kann. Oh ja, kann man mal machen. Ja, Ne? was weg ist, ist weg, ne? Also im Endeffekt ist es einfach nur Umweltverschmutzung, ne? Sonst doch lieber mitnehmen. Aber merkst du, dass es hier so ein bisschen so schräg ist? Ja. Ja, ne? Ja, aber gut, das ist jetzt halt, ne? Ja. Das ist Schon ein Pärchen. ja. So, und hier wird dann das Schlafzimmer.
Schlafzimmer gewesen. Ja, aber ist nicht mehr viel von da. Ne? Boah, mir wird richtig schwindelig, weil es so nach da geht, ey. Das ist richtig komisch. Sehr, sehr eigenartig. Aber hier wird mal im Bett gestanden, einfach ganz klassisch. Schrank steht noch da. Schöner Kleiderschrank von Poco wahrscheinlich. Ja. Hier auch schön mit der Deckenlampe. Schau mal hier. Hier sind sogar noch die Sachen drin, die Anziehsachen. Ja. Hey, die sind aber offenbar sind die hier einfach nicht mehr wiedergekommen, oder? Ich weiß es nicht. Und da jetzt hier auch Leute rumlaufen, die jetzt Sachen mitnehmen, die sie brauchen können, haben wir ja gerade gesehen draußen. Scheint das ja vielleicht echt alles entwendet worden zu sein. Töpfe hatten die ja auch gerade in der Hand. Töpfe fehlen, der Herd fehlt. Ja, das wird irgendwer. Aber ja gut, ich weiß auch nicht, wie da das Rechtliche so ist, ne? Wenn die gesagt haben, nee, ist jetzt hier Schluss. Ob die dann überhaupt noch aber die die sollten Möglichkeit... zurückbauen, hatten wir ja herausgefunden. Ja. Zurückbauen heißt ja auch den ganzen Müll mitnehmen und entsorgen. Ne? Ja, aber überleg mal, was das kosten würde. Ja, na klar. Ne? Eine Sache jetzt hier innen drin den Sperrmüll quasi abholen zu lassen, aber das hier alles so zurückzubauen und das zu entsorgen. Weil ne? ich kann mir richtig vorstellen, du kaufst halt ein, was weiß ich, wie so ein Tiny House oder kaufst einen Wohnwagen. So, dann hast du den Wohnwagen und mit den ganzen Jahren, wo du da lebst, ne, dann kommt noch das dazu. Dann möchtest du doch gerne noch ein Vorzelt haben, also Vordach haben vielleicht oder vielleicht noch einen Anbau, noch so eine kleine Laube und dann hast du das noch und das. Es sammelt sich einfach so viel an, ne, mit den Jahren. Und dann sollst du von heute auf morgen abbauen alles, ne? Das ist ja fast unmöglich. Da musst du auch das Geld erstmal für haben. Dafür musst du das Geld haben, ja. In der DDR war Camping eine der wichtigsten Formen der Freizeitgestaltung. Da Reisen in das westliche Ausland kaum möglich waren, boomte der Urlaub im eigenen Land. Das Areal wurde ab 1968 gezielt für die Erholung der Arbeiterklasse aufgebaut. Es erhielt die staatliche Einstufung K8. Das K stand für Kategorie, die Ziffer 8 beschrieb einen einfachen Standard mit Wasseranschluss und Sanitäranlagen. Camping galt als abenteuerliche Alternative zu den staatlich gelenkten Ferienheimen. Da Wohnwagen knapp und teuer waren, bewiesen die Menschen großen Erfindungsreichtum. Wer keinen der begehrten Anhänger kaufen konnte, nutzte oft ausgemusterte Bauwagen oder Werkstattwagen. Diese wurden in mühsamer Eigenarbeit entkernt und zu gemütlichen Wohnräumen umgestaltet. Mit Holzverkleidungen, eingebauten Betten und kleinen Küchenecken entstanden so individuelle Refugien. Auch ehemalige Transportanhänger oder Fahrzeuge aus großen Industriebetrieben wurden auf das Gelände geschleppt. Ein Wohnwagen oder ein solcher Ausbau konnte damals bis zu 15.000 Mark kosten. Das entsprach etwa dem Lohn eines Arbeiters für das ganze Jahr. Der Alltag auf dem Platz war geprägt von Gemeinschaft und Improvisation. Da hochwertige Ausrüstung oft Mangelware waren, halfen sich die Camper gegenseitig. Wer einen festen Platz ergattert hatte, pflegte diesen oft über Jahrzehnte. Die Parzellen wurden mit Blumenkästen und kleinen Zäunen individuell gestaltet. Trotz der staatlichen Überwachung bot das Leben im Zelt oder Bauwagen ein Gefühl von relativer Freiheit. Man entkam für kurze Zeit dem strengen Takt der Fabrikarbeit. In den 1980er Jahren wurde der Campingplatz so populär, dass er sogar als Motiv für Postkarten diente. Hier sieht man ganz gut, was wir vorhin schon vermutet haben, wie das angebaut wurde. Und das ist gar kein Wohnwagen, was ich gerade gesagt hatte, sondern das ist was? Ja, so ein Bauwagen, ne? Ja. Das ist ein Bauwagen gewesen. Das sieht man sehr, sehr gut. Hier in der Mitte der Bauwagen und links und rechts davon ist dann halt diese Erweiterung gekommen, dieser Ausbau, ne? Um das Ganze noch zu vergrößern. Ne? Hier sieht man auch noch ganz gut das Ganze von unten mit den Reifen. Also vielleicht könnte man das hier noch rausziehen. Ja, aber das Problem ist einfach, dass es einfach schon viel zu rostig ist. Ne? Überleg mal bitte, wie viele Jahrzehnte das hier schon stehen wird. Ja. Dementsprechend wird es ja auch alles festgebacken sein. Du kriegst das nicht einfach mal hier wieder raus. Also zumindest nicht heile. Dementsprechend musst du dann wahrscheinlich so eine Abbruchfirma organisieren. Ne? Anders geht's ja gar nicht. Die das alles hier rausholen. Was glaubst du, wie teuer das ist? Ne? Das ist halt auch im Endeffekt alles mal gebaut worden. Vermutlich vor einigen Jahrzehnten. Und mittlerweile gibt es ja wieder 1000 verschiedene Verordnungen. Und höchstwahrscheinlich auch das Ganze gar nicht mehr so rechtlich konform gewesen zuletzt. Hier hatten sie noch mal so eine schöne Terrasse sich gebaut, auch schön erhöht. Und hier fehlt jetzt schon ein Teil davon, um aber hier es reinzukommen. ist auch komplett leer. Ja, aber man sieht, es ist
leer, aber echt richtig geräumig, Anja. Schön hier mit dem Laminatboden. Hier ist dann der Bauwagen. Genau wie drüben. Gleiche Form, wird also auch drüben Bauwagen gewesen sein als Grundgerüst. Hier hatten sie ihr Badezimmer, würde ich jetzt gerade sagen, aber hier fehlt irgendwie der Toiletteneinsatz im Boden. Also vielleicht irgendwas anderes. Schau mal, da hatten sie noch mal eine Tür gehabt, um rein und raus zu kommen. Und da hinten war das Badezimmer auch sehr, sehr, sehr geräumig groß. Schön mit einer Dusche. Hier auf dem Boden liegen noch die Senseo-Pads und Tampons, die überall noch rumliegen. Aber bis auf den ganzen Krempel, der hier ist, sieht man Möbel alle komplett raus. Ne? Wirklich alles komplett raus. Boah, ich habe gerade drüben aus dem Fenster rausgeguckt und habe direkt schon wieder die nächste Parzelle gesehen. Wahnsinn. Wie viele Parzellen hier waren. Und alle stehen hier noch so rum, die ganzen Bauten. Hier auch richtig schön. Guck mal, hier war die Grenze zum Wald. Schön mit dem Zaun, nochmal einen kleinen Sichtschutzzaun. Aber offenbar hatten die auch ein Tor hier, ne? Dass die direkt hier vom Weg entweder hier reingehen konnten oder rausgehen konnten. Siehst du das nicht? Mhm. Ja. Da war so ein kleines Türchen. Also hier kann man ganz schön den Weg sehen. Wir waren jetzt gerade da vorne in dem Bauwagen drin. Und hier geht es dann direkt schon mal weiter. Da vorne eine Parzelle, hier eine Parzelle. Und hier sieht man auch wieder ganz gut, dass die Leute es einfach als Müllplatz benutzen. Ne? Also einfach, um ihre Sachen hier abzuladen, die sie nicht mehr gebrauchen können. Da vorne liegt so Dachpappe. Gut, die kann auch von hier vom Dach, ja gut, von diesem wahrscheinlich jetzt hier nicht, aber von einem anderen Platz hier vom Dach sein. Aber hier die ganzen Autoreifen. Ja, es ist einfach, also Farbe, Dachlack, keine Ahnung. Hier liegt echt alles und das ist mal wieder totale Umweltverschmutzung. Das geht natürlich alles in den Boden rein und letztendlich dann auch ins Grundwasser. Und ja, alles nur, weil die Leute keinen Bock haben, mal zum Wertstoffhof zu fahren und die Sachen zu entsorgen. Das ist echt schon verrückt, ne? Also was hier einfach alles zurückgelassen wurde und wie es hier mittlerweile aussieht, ne? Das ist eigentlich die reinste Müllkippe, wenn man mal so will. Ne? Einfach die reinste Müllkippe. Schaut euch das mal an. Das ist wie, als ob man hier irgendwie was weiß ich, Sperrmüll gemacht hätte oder sowas. Hier liegt noch so ein Laufstall, also auch uralt, wenn ihr mich fragt. Ne? Einfach so ein kleines Laufgitter hier. Konnte man noch ein bisschen spielen. Da vorne geht's weiter. Liegt eine Couch, ein Schrank, noch ein Schrank. Es liegt einfach alles hier. Ne? Da hinten noch so ein Spielzeugauto. Schaut euch das, guckt euch das an. Es bleibt einfach sich selbst überlassen. Ich bin echt mal gespannt, wann das Ganze hier geräumt wird. So, hier sieht man auch noch mal so einen richtigen Bauwagen. Sogar fast ohne Anbau, also nur so einen ganz kleinen hier vorne. Und dann schauen wir jetzt einfach mal rein, ob da noch was drin ist. Sieht auf jeden Fall sehr klein aus. Guck mal. Also hier musst du wirklich gebückt reingehen. Und ich bleibe schon mit meinem Rucksack hängen. Oh Gott. Nee, das geht gar nicht. Schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob das Dach hier so runtergekommen ist, ob das tatsächlich von vornherein so war. Sehr beengt. Da hinten ist eine kleine Küchenzeile. Hier eine Sitzecke. Mit Beleuchtung sogar, sehr schön. Ich glaube, das Ganze ist hier runtergekommen. Guckt euch mal die Lampe hier an. Das war bestimmt mal hier auch so Stützbalken drauf. Hier irgendwo gestützt. Und dann ist das ja mit den Jahren einfach zusammengebrochen. Hier geht's weiter. Schlafzimmer. Auch hier wieder mit so einer schicken Schrankwand. Da hinten noch eine Vitrine. Und hier einfach nur so ein Schlafsofa, ne? Aber offenbar war hier auch ein Schlafzimmer, weil hier steht ein richtiges Bett drin. Da vorne noch so ein Spiegel von so einem Kleiderschrank auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt Sabrina, jetzt gibt's Ärger. Was ist das denn hier für ein Eingang? Ja, ich glaube, das Dach war mal höher. Meinst du? Ja, das war mal höher. Ja? Ja, doch. Guck mal, die hatten sogar einen richtigen Stromzähler hier. Ja. Ich hatte früher mit meinen Eltern, meine Eltern waren früher auch Dauercamper auf dem Campingplatz. Da waren wir auch immer früher jedes Wochenende. Mhm.
Und wir hatten auch so einen Stromzähler. Ja, muss ja auch irgendwie Einmal im abgerechnet Jahr, werden. Ne? Genau, wird dann der Stromverbrauch quasi ausgelesen und dann musst dann zusätzlich deiner Pacht, musst dann halt noch Strom bezahlen. Ja, Das war eigentlich auch nichts wahrscheinlich, ne? ja, Strom halt, wie du verbraucht hast. Ne? Pacht war damals schon mit Wasser dabei. Ja? Also heißt, Pacht war mit Wasser Boah. und Abwasser und Strom kam dann nochmal dazu. Das war dann Hey, du überlegst, du bezahlst 100 € im Monat? Ja, das ist günstig. Scheißegal, Leute, ich ziehe auf den Campingplatz. Wenn mich jemand sucht, ne? Ich bin auf dem Camping. Ich bin jetzt Dauercamper. So, jetzt versuche ich mich mal wieder hier auch wieder rauszupellen. Meine Güte, nochmal. Ganz entspannter Besuch auf dem Campingplatz. Ja, was ist? Nix. Nix ist. Und guck mal hier, das ist das, was ich gerade meinte. Da steht so ein Bauwagen, der komplett durch ist, ne? Der ist schon komplett zusammengefallen. Hier stehen auch diverse Sachen noch wieder. Fenster, also so richtige alte Holzfenster auch. Da hinten eine Spüle. Ich weiß nicht, was anderes. Das sieht aus wie ein Herd. Es ist echt schlimmer als auf einer Müllkippe, ehrlich. Und jetzt guck mal bitte, was ich hier gerade gefunden habe. Hier war das Badezimmer. Also es war hier offenbar hier auch so wie mit so einem Wellblechdach. Und hier draußen war einfach... Warte, ich steck mal hier rüber. Hier war einfach das Badezimmer. Dusche, Waschbecken und hier auch wieder nur so eine Campingtoilette. Das ist ja tatsächlich jetzt schon das zweite Mal, dass wir diese Campingtoilette sehen. Also ich frage mich wirklich, ob die hier keinen Toilettenanschluss hatten. Ob die alle wirklich nur so eine Campingtoilette hatten. Also diese Parzelle hat sich auf jeden Fall richtig gut gehen lassen. Die haben nämlich hier nochmal so einen richtigen Garten gehabt. Also da vorne der Wohnwagen, hier dann nochmal ein separates Häuschen und hier tatsächlich so ein richtiger Garten, der auch wirklich richtig abgetrennt war. Ne? Richtig mit Sichtschutz, dass man auch nicht reingucken konnte. Und hier ist einfach so ein kleines Tor, konnte man dann rein oder rausgehen. Hier liegt sogar noch ein Ball, vermutlich von dem Kind, was hier gelebt hat oder gewohnt hat oder ne, am Wochenende mal zu Besuch war, wie auch immer. Ich kann es immer wieder nur sagen, es ist echt richtig schön. Vor allen Dingen so schön idyllisch einfach. So mitten in der Natur. Es ist richtig ruhig hier, obwohl hier sehr, sehr viele Leute rumlaufen, die sich das auch angucken. Oder auch hier einfach nur drumherum spazieren gehen wollen. Diese Schneise der Zerstörung geht einfach komplett weiter. Ne? Guck mal hier, überall so Holzplatten, die hier überall rumliegen. Da drüben haben sie das auch zugemacht. Und hier geht es einfach weiter. Also ich weiß gar nicht, wie viele Parzellen hier waren. Ich weiß es auch nicht, aber auf Menge. jeden Fall viele, richtig viele, ja. Hier auch eine riesengroße Gartenlaube, die hier gebaut wurde. Und man sieht hier mit so Vorhängen haben sich das dann so zugezogen. Wahrscheinlich so ein bisschen zum Sonnenschutz auch noch. Vielleicht kam von da drüben dann die Sonne hier rein. Hier wieder der nächste Bau. Aber das ist halt alles so wild gebaut worden. So sieht es für mich aus im Laufe der Jahrzehnte, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Einfach immer ein bisschen erweitern, was man gerade braucht. Hier sieht man nur noch die riesengroßen Reifen von dem Bauwagen. Da oben noch ein Schläger. Hier haben sie sich noch so einen Schuppen gebaut. Nach der politischen Wende 1990 änderte sich die Nutzung des Geländes. Private Pächter übernahmen die Verwaltung von der staatlichen Organisation. Viele Camper nutzten ihre Parzellen nun dauerhaft als festen Zweitwohnsitz. Die technische Infrastruktur stammte jedoch noch komplett aus der Gründungszeit. Wasserleitungen und Stromnetze waren veraltet und marode. Dringende notwendige Investitionen in die Modernisierung blieben über Jahrzehnte aus. Gleichzeitig wurden die gesetzlichen Auflagen für Sicherheit und Umweltschutz strenger. Die vielen individuellen Anbauten und Hütten besaßen oft keine Baugenehmigung. Ein rechtssicherer Betrieb war unter diesen Bedingungen kaum noch möglich. Behörden und Betreiber fanden keine Lösung für die hohen Sanierungskosten. Aber was wirklich auffällt, die Parzellen waren wirklich sehr, sehr, sehr groß. Ne? Also bei uns auf dem Campingplatz waren Parzellen auch schon groß, aber so groß, ne, waren die auch nicht gewesen. Aber ich denke, es wird halt wahrscheinlich damals eine andere Zeit gewesen sein. Da konnte man halt sich noch vielleicht größere Parzellen hier im Wald halt nehmen
und sich dann dementsprechend die persönliche Blockhütte zusammenschustern. Ne? Weil es ist echt, hier rechts, Leute, riesengroße Blockhütte und geradeaus der komplette Kontrast, weil da ist einfach, es sieht aus wie so ein Reisebus, der da ausgebaut wurde. Das sieht richtig, richtig cool aus. Aber ich finde, der Teil hier sieht komplett anders aus als der Teil da oben, oder? Ja, das Wenn stimmt. du mal hier guckst, das sieht ganz anders aus. Ja. Ganz anders. Hier in dem Bereich sieht man halt auch keine Beschränkungen mehr, also keine Zäune. Ne? Nee. Das ist alles hier in dem Bereich so gar nicht ersichtlich. Da drüben sieht man wieder den Zaun, ne? Aber hier in dem Bereich gar nicht. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass sie es schon abgerissen haben, weil sie halt hier durchfahren mussten. Das sieht nämlich auch aus wie so ein Durchfahrtsweg hier. Man sieht auf jeden Fall, dass hier Autos langfahren, ne? Ja, genau. Aber im Umkehrschluss ist es natürlich auch so, dass die Vermutung nahe liegt, dass hier halt Plünderungen stattfanden. Ne? Weil teilweise wirklich ist es irgendwie zu sehr der Kontrast zwischen, ich lasse einfach alles da, ja, T-Shirts, Anziehsachen, persönliche Dinge. Hatte auch vorhin so eine Urlaubskassette gesehen, die da auch noch rumlag. Aber im Umkehrschluss, ja, nimm sie in den Backofen mit. Das ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Aber weißt du, woran mich das auch teilweise so ein bisschen erinnert? So ein bisschen wie Löwenzahn, ne? Also diese Bauwagen, ne? So, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Aber da vorne, das müssen wir uns gleich mal unbedingt angucken. Das sieht echt interessant das sieht aus. aus wie ein ausgebauter Bus oder so. Hier wieder mehr diese Bauwagenoptik, ne? Oh, sehr klein, ne? Ja, hier haben sie einfach nur den Bauwagen wirklich genutzt. Aber eine vielleicht, schöne Terrasse hier. vielleicht wurden diese kleinen auch einfach wirklich nur so als Wochenendhäuschen genutzt, ne? Ja. Also es gibt ja die einen und die anderen Camper, ne? Also wie gesagt, die einen leben vielleicht das ganze Jahr dort und die anderen halt, oder kommen halt jeden Tag hier hin, weil die einfach nur eine kleine Wohnung haben und so, ne? So im Sommer dann vielleicht einfach mal hier so die Zeit genießen wollen, keinen Garten haben. Und die anderen, ja, Kommen seltener, weil sie auch Kommen mal in seltener. Urlaub fahren. Ne? genau. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gebaut, finde ich. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Schön. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass hier noch so viel Einrichtung drin ist, Sabrina. Nee. Aber das sieht echt mehr so aus wie Camping, finde ich. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Das sieht echt, also es ist wenig jetzt so im Detail für die tägliche Nutzung. Die ist alles sehr, sehr einfach. Voll Es ist alles da. Komisch aufgebaut im Prinzip. Da hast du die Küche mit einem Waschbecken, also mit einer Spüle. Und rechts neben dir oder hinter dir jetzt ist ein Waschbecken. Und ein Eigenartig, ne? Spiegelschrank und unten ein Waschbeckenschrank. Aber es ist auch alles sehr, sehr alt. Ne? Schau mal hier, der Kleiderschrank, der hier ist. Ja, DDR-Zeiten halt, Ja, ne? das sieht echt DDR-mäßig aus, finde ich jetzt hier. Guck mal, hier ist noch ein, so ein Zettel aus dem Verbandskasten. Ja. Da steht drauf, 16. April 1985. Okay. Ja, Auch doch nicht VEB irgendwas, oder? Unten vielleicht? ich habe noch nicht geguckt. Könnte es natürlich sein, ja. Wie du, Da, VEB. Ankerwerk, ja. Ankerwerk Rudolfstadt. Genau. Ja. Hier hinten auch noch komplett eingerichtet. Oh ja. Auch wieder 2 Stühle und ein Tisch. Und da hinten so eine Schlafcouch, ne? Sehr einfach, minimalistisch, aber letztendlich komplett ausreichend. Ne? Ja. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Habe ich dir noch gar nicht gesagt. Ja. Die hatten hier tatsächlich nur Campingtoiletten. Ich weiß nicht, ob die keinen... Doch, ich habe eine normale Toilette habe ich Ja? schon gesehen. Ja. Ich ja. habe in jedem nur eine Campingtoilette Nee, ich gesehen. habe eine normale Toilette gesehen. In einem. Ich Ja. dachte, die hätten hier vielleicht keinen Anschluss gehabt. Doch, da waren auch Anschlüsse für, ja. Okay, ja gut. Aber was einem hier auf jeden Fall auch auffällt, ist, dass das Ganze gar nicht richtig isoliert ist. Also im Winter konnte man es, glaube ich, hier nicht nutzen. Ne? Eine Glastür, da kommt ja komplett die Kälte durch. Schau mal. Komplett locker. Und hier drin ja auch gar nichts isoliert. Ne? Hier die Fenster natürlich auch total einfach gehalten. Also hier wird es im Winter auf jeden Fall richtig kalt gewesen sein. Also deswegen vermute ich einfach mal, dass das Ganze nur im Sommer genutzt wurde. Ne? Wie es bei den anderen aussieht, kann ich jetzt nicht genau sagen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere auch im Winter hier war, ne? Und es dementsprechend auch alles isoliert hatte. Aber der hier auf jeden Fall nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Also hier kann man sich ungelogen stundenlang aufhalten, wenn man sich wirklich alles im Detail anschauen möchte. Schaut euch das mal jetzt hier an. Wie wild das hier zusammengeschustert wurde. Ne? Richtig, richtig erstaunlich. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Mann, 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 Mann. Hier der Aufgang, um da hochzukommen. Richtig wild zusammengebaut, ey. Ich weiß gar nicht, ob man da noch richtig rankommt, ey. Oh,
ne, ich lasse es lieber, glaube ich, sein, aber schaut sich einfach mal an, ey. Und hier im Hauptweg geht's weiter. Und direkt die nächsten Parzellen, Leute, direkt die nächsten Parzellen. Das wirkt so ein bisschen wie so eine Bude, ne? Ich finde, sie wirkt so ein bisschen amerikanisch angehaucht, oder? Findest du nicht auch? Bisschen, ja. Aber es ist halt wirklich erstaunlich, wenn man überlegt, größtenteils ist immer so ein Bauwagen das Chassis gewesen. Ja, ne? so das Grundgerüst. Genau, und drumherum ist dann quasi gebaut worden, wie man halt meinte, wie man halt mal so bauen soll. Ne? Ja, pass auf hier. Boah, ist das groß. Das ist richtig groß, Sabrina. Guck mal. Oh ja. Und die hat richtig schön viel Lichteinfall. Aber auch sehr interessant. Ne? Ey, ja, das denke ich mir auch gerade. In der Mitte ist wieder der Bauwagen. Das gibt's gar nicht. In der Mitte. Und die haben einfach oben und drumherum sich noch mehr gebaut. Ne? Ja. Das gibt's gar nicht. Also es war vermutlich irgendwann mal eine Bauwagensiedlung, Campingplatz Ja. mit Bauwagen. Genau. Und irgendwann dann haben die angefangen, einfach zu bauen, wie sie wollen. Ne? Genau, der Bauwagentrend, wer kennt die nicht, ne? Heute ist es so der Campervan, ne? Ja. Früher war es halt so der Bauwagen offenbar. Tiny House heutzutage, ne? Ja, oder so, genau. Ja. Aber hier sieht man es. Überall hier schön die Fenster. Hier oben überall dieses Wälldach. Dann schön unten mit dem Holz. Kleiderschränke. Aber das ist halt auch nie im Leben, bis das jetzt hier im Winter richtig genutzt haben. Viel zu kalt, meiner Meinung nach. Ja, schau mal da hinten. Du merkst ja jetzt schon, wie kalt es hier ist. Guck mal. Da hinten das gute Polsterbett. Ja. Ne? Ja, wobei hier ist es ein bisschen besser in dem Bauwagen isoliert, ne? Aber schau mal hier links. Das hier war jetzt der Bauwagen und die Ecke ist dann schon wieder nachträglich gekommen. Und in dem Bereich hier, wo sie die Schlafräume und Aufenthaltsbereiche hatten, haben sie auch besser isoliert. Und ich glaube, da, schaut mal, da stand ein Kamin. Da ist so ein Kaminrohr, siehst du das? Meinst du? Doch, ich glaube ja. Gefährlich. Ja, wenn es ordentlich machst, nicht, ne? Ja, aber meinst du das wirklich? Ja, doch. Meinst du wirklich, die haben das hier alles abnehmen lassen und so? Ich weiß nicht, Abnahme glaube ich halt, bezweifle ich. Da war die Toilette? Ich glaube, da war die Toilette, ja. Versteckt. Oh ja. Ja, hier war die Toilette. Aber auch, was du gesagt hast, Campingklo hier, ne? Aber Ja, verstehe ich nicht. jede zweite, jede dritte Parzelle hat hier eine Campingtoilette gehabt. Also ich habe eigentlich nur solche gesehen. Du sagst, die hatten auch normale, aber ich habe hier keine einzige gesehen. Hier am Boden auch noch alles Mögliche, was hier rumliegt, wie man sieht. Die kleine Stereoanlage, hier noch die Sitzecke und schön gemütlich hier mit der Gardine. Hier sieht man noch mal das Ganze von außen sehr gut. Richtig große Holzhütte. Was haben die da gebaut? Die Toilette? Ja, sieht ein bisschen danach aus, ne? Ja. Ja, da ist noch ein Waschbecken drin. Ja. Hä, nee, oder? Das gibt's doch gar nicht. Okay, naja, jeder wie er meint, ne? Ach, herrlich. Ja. Aber es ist wirklich richtig interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Leute das alles so ausgebaut, umgebaut, verbaut haben. Ne, also es ist echt komplett random hier alles. Guck mal hier. Hier haben sie noch mit dem Sichtschutz so gearbeitet. Aber sehr nah halt an dieser Hütte eigentlich dran. Die Parzelle, finde ich. Es kam natürlich auch immer darauf an, wie handwerklich begabt du warst, ne? Oder Ja. dein Mann oder wer auch immer halt, ne? Also, ich glaube, mit so 2 linken Händen bist du hier nicht weit gekommen, glaube ich, oder? Das Oder es sah stimmt. dann halt so aus wie da hinten der einzelne Bauwagen einfach. Schaut euch mal jetzt hier an diesen Blick, ey. Einfach alles zerstört. Da hinten ist auch jetzt ein richtiger Wohnwagen, der da steht. Einfach komplett zerstört. Würde man nicht wissen, was hier passiert ist, ich würde echt immer noch darauf tippen, hier ist ein Tornado durchgefegt, ey. Also wirklich. Aber hier siehst du von den ganzen Rohren hier, das ganze Abwasser, wie das gemacht worden ist. Ne? Guck dir das mal an. Im Sommer 2025 wurde der Betrieb auf dem Areal endgültig eingestellt. Die letzten Nutzer mussten ihre langjährigen Parzellen verlassen. Zurück blieb eine verlassene Szenerie mit vielen persönlichen Gegenständen. Zahlreiche ausgebaute Bauwagen und Vorzelte wurden nicht abgebaut. Möbel, Geschirr und technische Geräte liegen noch heute in den Ruinen. Die Forstverwaltung hat nun die Verantwortung für die Fläche übernommen. Das erklärte Ziel ist der komplette Rückbau aller menschlichen Spuren. Da alte Baustoffe den Waldboden belasten können, ist die Entsorgung aufwendig. Nach der Räumung sollen dort wieder Bäume gepflanzt werden. Die Fläche wird vollständig an die Natur zurückgegeben.
Guck mal, hier siehst du noch Das den Fundament. Grundrahmen von dem Ganzen hier. Ja. Entweder liegt es jetzt da hinten oder ist es echt zurückgebaut worden. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Aber hier, ey. Es wird immer schlimmer. Guck dir mal da hinten das an. Ja. Meine Güte, ey. Hier haben sie offenbar auch geräumt. Da ist nur noch das Welldach vorhanden. Aber unten drunter fehlt alles schon. Oder halt, ne, wie gesagt, es kann sein, dass die halt diesen Wohnwagen irgendwo rausgezogen haben. Ne? Hier vielleicht ist auch so ein Dach. Da drüben noch mehr. Mein Gott, Leute, ey. Ist das eine Schneise der Zerstörung. Schaut euch das an. Hier alles komplett zerrupft. Teilweise habe ich echt meine Zweifel, dass es wirklich noch zuletzt genutzt wurde. Das sieht echt schon, ja, die eine oder andere Parzelle so aus, als wenn da wirklich jahrzehntelang schon keiner mehr war. Wie es zumindest so von innen aussieht. Ne? Guck mal, hier steht ein Aquarium. Jo. Und da hinten noch so ein Ding vom Friseur für die Dauerwellen. Was ist das denn hier für ein Laden, sag mal? Weiß ich auch nicht. Die hatten hier Fische. Ja, oder einfach nur als Deko, aber kann ich mir nicht vorstellen. Also hinterher wurde es offenbar als Deko genutzt. Ja. Aber da waren bestimmt immer Fische drin. Das ist ja Wahnsinn. Das sieht aus Aber wie so hier ein ist- richtiger Laden. Hier ey. ist richtig skurril, Leute. Schaut mal, den Fernseher, der hier noch liegt. Hier noch so Sessel. Da sieht man noch den Grill. Campingtoilette. Und da, was Anja gerade gesagt hatte, das Ding vom Friseur. Das sieht auch aus wie aus den 70er Jahren, finde ich. Also, Komm mal hier hin. Es wird noch interessanter. ja. Ich komm. Also ich finde, hier sieht es richtig geil aus, ne? Also wirklich geil. Also guck mal, diese ganze Gasse hier sieht so geil aus. Ja. Hier kann man auch reingehen. Hier ist noch ein Kühlschrank, der da steht. Wie so eine kleine Outdoor-Küche, ne? Schau Ja. mal. Hier der Herd. Ach, guck mal hier. Hier war die Dusche drin. Ach du Scheiße. Da hinten stand auch so ein Porta-Potty wieder, ne? Ja, 2 habe ich davon sogar Zwei gesehen. sogar, ne? Guck mal. Ich finde, das sieht so richtig, wirklich 90er-mäßig aus, Aber oder? du kannst mir aber doch nicht sagen, dass hier noch wirklich vor einigen Jahren jemand drin Ich war weiß und das es genutzt nicht. hat, oder? Ja, offenbar schon. Fernseher, Couch, hinten geht's weiter. Ich möchte gar nicht hier drüber laufen. Riecht auch sehr unangenehm hier drin. Aber irgendwie auch gemütlich, ne? Also ich kann mir das so, wenn es dann mal, also ich sag mal so 10 Jahre zurück, kann ich mir gut vorstellen, wie es hier aussah. Ja. Oder? Ja, aber ich glaube, vor 10 Jahren war auch hier jemand zuletzt drin. So, dann geht's weiter. Hier ganz klassisch, wie man es so vom Campingplatz kennt, mit so einem Vorzelt, ne? Aber auch wieder hier mit so Mini-Outdoor-Küche, sagen wir mal so. Hier der schicke Kacheltisch, ne? Der musste natürlich da sein, so in den 80er, 90er Jahren. Und hier ging es dann weiter. Boah. Schön der Teppich, schön die Couch. Auch nochmal ein Kacheltisch. Sehr, sehr gemütlich, wirklich. Sehr, sehr gemütlich. Und hier ging es dann rein. Das Schlafzimmer, es riecht sehr, sehr ekelig hier. Witzig, das ist irgendwie komisch, aber Hier auch nochmal. okay, riecht's eklig. Ja, hier ist Katzenfutter. Weiß nicht. Ja, so riecht's hier aber auch nach Katze irgendwie so ein bisschen. Ja, aber es ist echt alles noch da. So, hier konnte man tatsächlich auch weiterlaufen. Hier ist so ein richtig schöner Rundbogen. Wahrscheinlich dann die Pflanzen runterhängen. Oh. Meine Güte, schaut euch das mal an. Hier war so ein kleiner Weg zwischen den Parzellen. Und hier ging es dann direkt zur nächsten. Der hatte irgendwelche Tiere hier gehalten? Das sieht aus wie so ein Käfig. Schaut mal, das ist komplett hier zugemacht worden. Und hier ist dann so eine Tür. Und dann konnte sie, hier hat auf jeden Fall irgendein Tier gelebt. Da hinten hängt auch so ein Seil runter mit so einem Ball. Vielleicht hatten die hier Katzen oder so, dass sie hier spielen konnten. Da hinten noch so ein kleiner Käfig. Das sieht ja eher aus wie so ein Hasenkäfig. Aber das ist ja total kurios hier. Also hier erlebt man Sachen, das ist echt spannend, wirklich. Oh, der
Wohnwagen, der sieht auch also komplett durch aus. Schaut mal, hier ein kleines Bett. Ich will gar nicht zu weit reingehen. Oh, kommt dann Gestank raus. Meine Güte. Schaut mal, da hinten ist so eine Transportbox. Boah, da muss ja ein Riesentier drin gelebt haben. Ist das ein Gestank. Meine Güte. Ist das widerlich. Ich hoffe nur wirklich, dass sie die Tiere auch mitgenommen haben, die hier gelebt haben. Boah, da ist so eine riesengroße Transportbox für ein Tier drin. Schaut das mal an, das Ganze ist ein Käfig. Geh da bloß nicht rein, da kommt der Gestank des Todes raus, ehrlich. Und hier wieder die Campingtoilette und da hinten steht aber auch eine normale Toilette. Aber ich denke mal nicht, dass die da grundsätzlich hingehört, ne? Hoffe ich doch mal. Was auf jeden Fall auch sehr komisch ist, das hatte ich gerade von drin schon mal gesehen, ist hier diese Liege und der Stuhl und der Tisch da hinten. Das ist nochmal in so einem extra abgesperrten Bereich gewesen. Also, warum macht man das? Aber was mir auch auffällt, ne, das war, glaube ich, eine ganz, ganz komische Parzelle. Die haben das ja auch alles so ein bisschen mit Sichtschutz gemacht, wie man hier so sieht. Heißt, die wollten auch nicht, dass man hier so reinguckt. Ich weiß nicht, oben auf dem Dach, kann natürlich von den Blättern jetzt sein. Aber da haben sie auch noch mal so ein Netz gehabt. Vielleicht hatten sie da auch so Tarnnetze oder so mal gehabt. Ich weiß es nicht. Das ist eine ganz, ganz komische Parzelle hier, weiß ich nicht. Finde ich auch. Sehr, sehr, sehr eigenartig. Wir müssen jetzt mal versuchen, Leute, zu der Parzelle vorzudringen, die wir vorhin noch gesehen haben. Und zwar dieser coole Bus, was von außen aussah wie so ein Bus. Wollen wir uns anschauen. Hier ist auf jeden Fall der Campingplatz an der Stelle zu Ende. Aua. Meine Güte. Das ist einfach kein Ende. Ne? Man könnte sich jetzt wirklich Stunden aufhalten und sich hier alles im Detail anzuschauen. Ihr seht es ja hier. Ne? Überall hier die nächste Hütte. Hier geht's rein. Boah, guckt euch das an, ey. Wahnsinn. Hier ist die nächste Familie, die sich das anguckt hinter uns. Da ist richtig viel los, ey, wirklich. Aber ist auch kein Wunder. Ist super, super spannend, sich das anzuschauen. Ne? Hier sieht man auch sehr schön Wohnwagen und dann einfach drumherum gebaut, um das zu verkleiden. Ne? Da drüben auch genau das gleiche in grün. Wohnwagen mit einer Holzhütte. Da oben steht jetzt der Bus, den wir uns noch mal angucken wollen. Da bin ich mal richtig gespannt, wie das von innen aussieht. Und hier noch mehr Parzellen überall. Aber die sind schon geräumt worden. Bis auf so ein paar Sachen, die halt noch in den Sperrmüll müssten. Ne? Aber guck mal, die tragen hier echt alle die Sachen raus. Ne? Ja. Da gerade die Frau hatte auch irgendwas in der Hand gehabt. Die Sachen, die sie noch benutzen können, nehmen sie mit. Aber ganz ehrlich, man muss auch mal ehrlich sagen, das verrottet hier alles. Sonst ist es doch mitnehmen. Ja. Scheißegal, ganz ehrlich. Was Bisschen weg ist, weniger ist Müll. was weg ist, ist weg. Ne? Also Ja. so, und jetzt sind wir endlich bei deinem Bus angekommen, den du unbedingt noch sehen wolltest. Ne? Oh ja. Schaut euch mal das an. Das sieht doch mal richtig witzig aus. Ey. Hier vorne ist noch der Reifen zu sehen. Wer eine Ahnung hat, was das für ein Modell ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich mega freuen, das zu wissen. Sieht richtig alt aus. Schön, ne? Von außen gemacht. Schön von außen gemacht. Naja. Taschenlampe. So, hör mal auf. Das ganze Ding ist am Arbeiten hier. Wir können hier nicht reingehen. Ne? Weiß ich nicht. Das hat sich gerade irgendwie so ganz komisch angehört. Komm. Ich glaube, das war nur dieses Styropor-Ding da oder so, hoffe ich. Schon mal hier auch alles aber noch da. ganz kurz, riechst du das? Das riecht gut, ne? Es riecht hier komplett gut drin, ja? So richtig so nach Vanille oder irgendwas, keine Ahnung. Ganz komisch. Ja, riecht echt gut. Mal jetzt noch ein Kassenbon von Kaufland. 2024, hä? Vor einem Jahr Und jetzt kommen wir hier in deinen Bus rein, ne? Hier ist der Bus rein, aber nur in einen Teil.
Ja, hier liegt auch wieder ein... Das gibt's doch gar nicht. Hier hat doch nicht, 2024. hier hat doch nicht vor einem Jahr noch jemand gelebt. Das geht nicht. Nee, in meinen Kopf passt es auch nicht rein. Muss ich auch ganz Aber ich ehrlich hätte sagen. vorhin schon mal 2024 irgendwo gesehen. Ja, ich auch. Aber hier sieht man, wie schön das eigentlich ist. Ne? Schönen Schrank mit ganz vielen Büchern. Ja. Alles ich leider auch. schon jetzt hier ein bisschen durchwühlt worden. Und hier war die Küche auch richtig schön. Mit dieser Fensterfront vom Bus. Ja, schon Da geil. konntest du Geile hier richtig Aussicht, schön ne? kochen. Und konntest dann, dadurch, dass wir so ein bisschen erhöht stehen hier, seht ihr das? Konntest du quasi auf die Parzellen nach unten blicken. Ja, das ist einen richtig schönen Ausblick gehabt, wenn du hier gekocht hast. Und man sieht auch hier in den Schränken, ja, größtenteils ist alles wirklich noch genau so zurückgelassen worden, wie vermutlich vor einem Jahr, man soll es nicht meinen, der oder diejenigen, die hier das genutzt haben, es verlassen haben. So Leute, wir sind jetzt fertig. Sicherlich haben wir nicht alles gesehen von dem Ganzen, aber den Großteil davon. Man müsste sich wirklich mehrere Stunden Zeit nehmen. Ich glaube, wir waren jetzt hier schon 2 Stunden auf dem Areal, um uns all das anzuschauen. Aber es ist einfach gigantisch. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, lasst gerne einen Like da, schreibt da unten einen Kommentar und schaut euch gerne noch dieses Video an. Da haben wir auch einen verlassenen Campingplatz erkundet und dann sehen wir uns bald wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.